Hallo meine Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid und wir machen heute mal wieder einen Apfelkuchen. Warum? Ich habe Äpfel geschenkt bekommen, weil ich ja so freundliche Nachbarn um mich drum habe und die so viele Äpfel haben dieses Jahr. Da bin ich natürlich froh gewesen und habe nicht Nein gesagt. Und wir machen ein ganzes Blech voll. Aber zuerst natürlich mal wieder die ganzen Vorbereitungen, weil der Apfelkuchen braucht natürlich auch einen Teig. Ja, wer hätte es gedacht, gell? Und für diesen Teig bereiten wir erstmal dann das Backblech vor, mischen Mehl mit Backpulver und pressen eine Zitrone aus und geben so eine richtig weiche Butter in die Rührschüssel. Natürlich darf der Zucker nicht fehlen, den geben wir auch noch hinzu. Weiter geben wir noch richtig viele Eier hinzu. Und jedes Mal nach jedem Ei schlagen wir das alles kräftig durch mit dem Mixer. Ja, und dann kommt eine ganz besondere Zutat ins Spiel, eine Tongabohne. Die reiben wir jetzt auch hinein. Aber nicht nur das, wir nehmen eine Zitrone und benutzen von der Zitrone den Schalenabrieb. Gut, dann hat der Mixer ausgedient, weil wir sieben das Mehl jetzt auch hinein und rühren von Hand das Ganze unter. Wenn uns das Ganze ein bisschen zu fest vorkommt, dann können wir auch noch ein paar Spritzer Milch hinzugeben. Wenn der Teig dann soweit ist, geben wir den gleich auf das Backblech drauf und verteilen den schön gleichmäßig auf dem Blech. Da nehme ich dann immer so gerne den Kuchenschieber zur Hilfe, aber natürlich könnt ihr natürlich andere Küchenutensilien nehmen, um den Teig gleichmäßig zu verteilen. Nun wird es aber endlich Zeit, dass der Hauptdarsteller die Bühne betritt, und zwar die Äpfel. Die schälen wir und befreien sie vom Kerngehäuse. Dann vierteln wir sie oder halbieren sie und geben sie in die Schüssel. Und in diese Schüssel geben wir noch Zitronensaft und Zucker hinzu, damit die Äpfel nicht braun werden. Jetzt, nachdem die Äpfel fast fertig vorbereitet sind, wäre es jetzt auch an der Zeit, mal den Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorzuheizen. Weil sobald die Äpfel vorbereitet sind, geben wir die auf den Teig drauf und dann sofort in den Ofen. Im Ofen verbleibt dann das Ganze für 40 Minuten. Dann müsste der Teig schön braun aussehen und die Äpfel immer noch lecker saftig hell. Da sind wir aber immer noch nicht fertig.
Weil jetzt können wir noch über die Äpfel Honig geben, wie ich jetzt hier, warmen Honig oder natürlich Zimt, Puderzucker oder Gelee, Marmelade, was ihr wollt. Okay, wir sind fertig mit dem einfachsten Apfelkuchen der Welt. Der geht so einfach, ist kinderleicht zuzubereiten und zu backen. Also, wir sind am Ende angekommen von dieser Folge von der Biskuitstunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch bei der nächsten Folge wieder. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.